Panzerfahrer, aufgepasst! Heute nehme ich ein Spiel unter die Lupe, das die perfekte Balance zwischen Hardcore-Simulationen und packender Action bieten will. Ich spreche von Gunner Heat PC, dem ambitionierten Panzerspiel vom amerikanischen Indie-Entwickler Radiant Simulations, das euch in authentische, moderne Gefechte wirft, ohne euch mit komplizierten Systemen zu überfordern. Das Spiel ist schon seit 2022 im Early Access auf Steam verfügbar, kostet 25 € und wird regelmäßig mit Updates versorgt. Einen finalen Release-Termin für Gunner Heat PC gibt es zwar noch nicht, aber die Simulation hat längst genug Futter auf den Rippen, um sie hier mal genau vorzustellen. Denn wer sich für moderne Panzergefechte interessiert, hat es in der Welt der Computerspiele aktuell gar nicht so leicht. Zumindest nicht als Solospieler. Auf der anderen Seite stehen Hardcore-Simulationen wie Steel Beasts Pro PE, die zwar realistisch sind, aber auch so komplex, dass erst ein Handbuch studiert werden muss, bevor der erste Schuss fällt. Vom eigenartigen Lizenzierungsmodell der Simulation ganz abgesehen. Auf der anderen Seite gibt es Spiele wie War Thunder oder World of Tanks, die sich eher arcadic anfühlen und abseits der Trefferberechnung mit echtem Simulationscharakter nicht so viel am Hut haben. Dazu kommen noch der ewige Grind für bessere Panzermodelle oder fragwürdige Mikrotransaktionspraktiken. Das ist für manche sicher auch abschreckend. Und man ist bei diesen Free-to-Play-Spielen fast zwingend auf andere Mitspieler angewiesen, denn im Fokus stehen Online-Gefechte. Gunner Heat PC geht da einen anderen Weg und ist deshalb gerade für Solospieler spannend. Und übrigens, falls ihr euch fragt, was es mit dem komischen Namen auf sich hat, das ist ein Feuerbefehl, wie er im US-Militär genutzt wird. Der Kommandant gibt dem Richtschützen, dem Gunner, die Anweisung, eine Heat-Granate, ein panzerbrechendes Hochladungsgeschoss, zu laden, um damit einen Schützenpanzer, Personal Carrier, kurz PC, zu bekämpfen. Gunner Heat PC. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Spiel. Gunner Heat PC wirft euch direkt ins Gefecht. Ihr übernehmt die Kontrolle über moderne Panzer und bestreitet vielseitige Missionen, von Verteidigungsoperationen über Hinterhalte bis hin zu groß angelegten Offensiven. Besonderes Augenmerk wurde auf realistische Waffenwirkung und Schadensmodelle gelegt. Das bedeutet, es reicht nicht, einfach auf den Gegner zu feuern. Es braucht gezielte Schüsse auf Schwachstellen, denn nur so macht ihr Fahrzeuge schnell kampfunfähig. Wer präzise zielt, wird also belohnt. Selbst kleinste Abweichungen können den Unterschied machen zwischen einem Streifschuss und einem verheerenden Einschlag ins Munitionslager des Gegners. Zur Auswahl stehen über 30 realistisch modellierte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Auf westlicher Seite sind das Fahrzeuge der US Army und seit dem letzten Update auch endlich der Bundeswehr. Von den historischen Ikonen der 1980er, wie dem M60, über den Schützenpanzer M2 Bradley mit seiner gefährlichen TOW-Panzerabwehrlenkwaffe, über den Kampfpanzer Leopard 1 in den Varianten A1 bis A4, bis hin zum damaligen technologischen Schwergewicht der US-Streitkräfte, dem M1 Abrams. Der wurde 1980 in den Dienst gestellt und ist als Aushängeschild der US-Armee sicherlich eines der besten Fahrzeuge im Spiel. Mit einer vollständig digitalen Feuerleitanlage, Nachtsicht und Laserentfernungsmesser ist dieser Panzer sowohl im Fernkampf als auch auf kurze Distanzen den meisten anderen Fahrzeugen überlegen. Die Mobilität ist ausgezeichnet und seine Panzerung bietet im Vergleich zu vielen sowjetischen Fahrzeugen und zugegebenermaßen dem Leopard 1 einen echten Vorteil. Der Warschauer Pakt wird derweil durch die Rote Armee und die NVA, also die Nationale Volksarmee der DDR, vertreten. Im Fahrzeugpool stehen dort unter anderem der veraltete T-55A, der schwimmfähige Schützenpanzer BMP-1 und der berüchtigte T-80 mit seiner leistungsstarken Kanone und dem ikonischen, sehr flachen Profil. Natürlich geht es dabei nicht nur um die Optik. Die Fahrzeuge in Gunner Heat PC unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf Feuerkraft, Geschwindigkeit und Panzerung, sondern bringen auch ihre jeweiligen technologischen Schwächen und Stärken ins Gefecht. Besonders offensichtlich sind dabei die jeweils realistisch nachgebildeten und funktionierenden Optiken der Richtschützen. Auch die Nachtsichtgeräte unterscheiden sich in ihrer Qualität deutlich, vorausgesetzt, es gibt überhaupt welche. In Sachen Realismus muss sich Gunner Heat PC bei der Umsetzung der Fahrzeuge und Technologien also nicht verstecken. Zugleich wollen die Entwickler ihr Spiel aber möglichst zugänglich halten. Das ist natürlich ein schwieriger Balanceakt, an dem sich gerade Hardcore-Simulationen meist gar nicht erst versuchen. Gunner Heat PC findet aber einen, wie ich finde, sehr guten Mittelweg, in dem das Entwicklerteam auf unnötig komplizierte und wenig relevante Systeme bewusst verzichtet. So ist es sicherlich für Panzerenthusiasten enttäuschend, dass nicht jede Position im Panzer besetzbar und vor allem das Innere der Fahrzeuge nicht modelliert ist. Ja, das wäre schön gewesen, aber ganz ehrlich unter uns, wie oft sieht man sich das im Laufe eines Gefechts an? Eben. Und genau darum konzentriert sich das 2-Mann-Entwicklerteam aufs Wesentliche: den Panzerkommandanten und den Richtschützen. Zwischen beiden Positionen lässt sich fließend wechseln, wobei ihr über die WASD-Tasten den Panzer jederzeit manövrieren könnt. Als Kommandant habt ihr den taktischen Überblick und klärt mit dem Fernglas feindliche Positionen auf.
Als Richtschütze kümmert ihr euch um Entfernungen messen, Zielen und Feuern und seid für die Munition verantwortlich. Im M1 Abrams nutzt der Richtschütze einen leistungsstarken Laserentfernungsmesser und eine computerunterstützte Feuerleitanlage. Damit wird der korrekte Vorhalt für das Geschoss automatisch berechnet. Ein entscheidender Vorteil im Gefecht. Im Spiel geht es ganz einfach. Eindruck auf die E-Taste und schon ist der Laser aktiviert. Danach muss das Fadenkreuz nur noch auf das Ziel gehalten werden. Feuer, Treffer, Ziel zerstört. Dank dieser Technologie sind der M1 Abrams und der sowjetische T-80 die einzigen Panzer im Spiel, die präzise aus der Bewegung feuern können, ohne ihre Genauigkeit zu verlieren. Ganz anders sieht es beim Leopard 1 aus. Der Panzer aus deutscher Produktion setzt auf einen optomechanischen Entfernungsmesser. Das bedeutet, dass der Richtschütze das Ziel zunächst manuell scharf stellen muss, um die Distanz zu ermitteln, um die 105 mm Kanone korrekt auszurichten. Dieser Prozess dauert natürlich länger als die vollautomatische Berechnung des Abrams. Zudem fehlt dem Leopard 1 eine moderne Feuerleitanlage, weshalb der Vorhalt für sich bewegende Ziele geschätzt werden muss. Eine echte Herausforderung für präzises Schießen. In der aktuellen Early Access Version von Gunner Heat PC gibt es neben einer rudimentären Kampagne auch über 60 Missionen, verteilt auf 5 Karten, die sich grob in 3 Hauptkategorien einteilen lassen: Aufklärung, Verteidigung und Offensivaktion. Wer sich sofort ins Gefecht stürzen will, ist bei den Einzelaufträgen genau richtig. Viele Missionen sind in 10 Minuten vorbei, perfekt für Ungeduldige. Doch es gibt auch größere Einsätze, die bis zu 45 Minuten dauern können. Lange Vorbereitungen, Fehlanzeige. Die Briefings sind kurz und knackig, danach geht's direkt los. Gunner Heat PC setzt voll auf unmittelbare Action. Manche Spieler werden das feiern, andere könnten die fehlende taktische Planungsphase vermissen. Auf dem Schlachtfeld stecken wir dann aber immerhin nicht nur in einem Fahrzeug fest. Stattdessen können wir jederzeit zwischen verschiedenen Einheiten wechseln, sei es aus taktischen Gründen oder weil unser Panzer gerade in Flammen aufgeht. Für Simulationsfans vielleicht ein Dorn im Auge, denn in der Realität springt man schließlich nicht einfach in den nächsten Panzer, sobald der eigene zerstört wurde. Doch genau das sorgt für durchgehende Action und verhindert Frustmomente. Denn moderne Gefechte sind gnadenlos. Präzise, tödliche Waffen sorgen für hohe Verluste. Wäre man nach dem ersten Treffer aus dem Spiel, wäre die Mission oft vorbei, bevor sie richtig begonnen. Natürlich ziehen Panzer nicht alleine in den Kampf. Moderne Kriegsführung basiert auf dem Konzept der verbundenen Waffen. Panzer, Schützenpanzer, Infanterie, Luftwaffe und Artillerie arbeiten zusammen, um den Feind niederzukämpfen. Genau dieses Zusammenspiel bringt Gunner Heat PC auf den Monitor. Während wir selbst die Kontrolle über Fahrzeuge übernehmen, kämpft die erst kürzlich ins Spiel integrierte Infanterie selbstständig mit. Skriptgesteuert verteidigt sie Stellungen oder greift Feinde an. Artillerie und Luftangriffe lassen sich mit wenigen Klicks auf der Karte anfordern. Nach einer kurzen Wartezeit schlagen dann hochexplosive Geschosse, Rauchgranaten oder 500-Pfund-Bomben im Zielgebiet ein. Das Arsenal reicht von Phantom-Jagdbombern mit Clustermunition über A-10 Erdkampfflugzeuge bis hin zu sowjetischen Kampfhubschraubern wie dem gefürchteten Hind. Etwas strategischer wird's im Kampagnenmodus. Der steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Hier übernehmen wir das Kommando über ein festes Kontingent an Einheiten. Entweder auf Seiten der NATO, die vor allem defensiv agiert und gelegentlich zum Gegenstoß ansetzt, oder offensiv mit den Truppen des Warschauer Pakts. Auf der operativen Karte legen wir fest, welche strategischen Punkte erobert oder verteidigt werden. Dabei müssen wir taktisch vorgehen, denn unser Fahrzeugkontingent ist begrenzt. Jeder eroberte oder verlorene Sektor verändert die Lage auf dem Schlachtfeld und eröffnet neue Missionsmöglichkeiten, die uns vor wechselnde Herausforderungen stellen. Wie schon in den Einzelmissionen bleibt der Maßstab der Gefechte überschaubar und taktisch fokussiert. Es gibt keine Massenschlachten mit Hunderten von Fahrzeugen. Stattdessen bewegen sich die Einsätze meist im Rahmen einer Kompaniegröße, also maximal 12 Kampfpanzer pro Seite. Ergänzt wird das Kampfgeschehen durch Schützenpanzer und Panzergrenadiere, die für zusätzlich taktische Möglichkeiten sorgen. Das System funktioniert, doch eine richtig zusammenhängende Kampagne mit fortschreitender Story und langfristigen Strategieelementen würden das Erlebnis auf ein ganz neues Level heben. Bisher ist das ein eher zweckmäßiger Modus. Die gute Nachricht, die Entwickler haben bereits angekündigt, die Kampagne in Zukunft auszubauen. Ein wichtiger Aspekt in jeder Simulation ist die KI, sowohl die der Gegner als auch die der eigenen Einheiten. Und hier gibt es in Gunner Heat PC nicht nur Licht, sondern leider auch noch viel Schatten. Die gute Nachricht, die gegnerische KI agiert meist solide. Sie nutzt Deckung, feuert präzise und kann durchaus herausfordernd sein. Ein unbedachter Vorstoß endet schnell mit einem katastrophalen Treffer. Die schlechte Nachricht, bei den eigenen Kameraden sieht es leider anders aus. Zwar gibt es ein Befehlsmenü, mit dem sich etwa Formationen und Abstände festlegen lassen, doch die Umsetzung klappt nicht immer reibungslos. Es kommt nicht selten vor, dass KI-Kameraden Befehle ignorieren oder sich an Hindernissen wie Bäumen oder Gebäuden festfahren. Besonders in bewaldeten Gebieten kann es passieren, dass man plötzlich alleine unterwegs ist, weil die Begleitfahrzeuge irgendwo im Dickicht stecken geblieben sind.
Die Interaktion innerhalb der eigenen Panzerbesetzung ist hingegen hervorragend umgesetzt. Während der Gefechte geben Crewmitglieder lautstark Anweisungen und Warnungen, was stark zur Atmosphäre beiträgt. Man bekommt das Gefühl, wirklich in einem stressigen Kampfgeschehen zu stecken und nicht nur als Einzelkämpfer, der wir eigentlich sind, unterwegs zu sein. Grafisch macht Gunner Heat PC auch einiges her. Zumindest in den richtigen Momenten. Explosionen sehen wuchtig aus, Rauch wabert realistisch über das Schlachtfeld und wenn eine Munitionskammer getroffen wird, fliegen die Funken. Auch die Fahrzeugmodelle überzeugen mit vielen Details und einer authentischen Schadensdarstellung. Doch nicht alles glänzt. Die Infanterieanimationen wirkten noch steif und unbeholfen. Hier braucht es dringend Feinschliff. Die Karten sind atmosphärisch und passen perfekt zum Szenario des Fulda Gap, doch die Umgebung wiederholt sich oft. Ortschaften und Gebäude sehen sich zu ähnlich und die Texturen wirken oft matschig. Besonders auffällig: aus der Distanz entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das die Immersion trägt. Doch sobald man zoomt oder ein Objekt zu nahe kommt, bröckelt die Illusion ein wenig. Dann wirken Oberflächen unscharf und weniger detailliert. Kurz gesagt, die Optik liefert spektakuläre Spezialeffekte und eine dichte Atmosphäre, aber bei den Feinheiten gibt es noch Nachholbedarf. Trotzdem, wer eine realistische, aber trotzdem spielbare Panzersimulation sucht, die einen ohne große Einstiegshürde direkt ins moderne Gefecht wirft, ist bei Gunner Heat PC genau richtig. Das Spiel trifft die Balance zwischen Hardcore-Simulation und zugänglichem Gameplay. Kein dröges Panzerschach, aber auch kein übertriebenes Arcade-Geballer. Es gibt zwar noch reichlich Luft nach oben, aber das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Die Entwickler versorgen das Spiel regelmäßig mit Updates und die Roadmap verspricht einige spannende Neuerungen. Neben einer erweiterten Kampagne stehen auch zerstörbare Umgebungen und neue Fahrzeuge auf der Liste geplanter Features. Zudem sollen weitere Nationen ins Spiel kommen, darunter die Briten mit ihrem Challenger-Kampfpanzer. Für Koop-Fans gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Ein Mehrspielermodus für gemeinsames Kämpfen ist in Arbeit. Ob es jedoch auch einen PvP-Modus geben wird, bleibt bisher unklar. Ein Blick in die Community zeigt aber vor allem, dass sich viele Fans vor allem eine deutlich klügere KI für verbündete Einheiten wünschen. Und da kann ich mich nur anschließen. Idealerweise sollten die KI-Truppen eigenständig bessere Schusspositionen suchen und taktisch sinnvoll agieren. Zudem wären mehr Steuerungsoptionen und eine direktere Befehlsmechanik wünschenswert, um das Team gezielt über das Schlachtfeld zu dirigieren. Momentan wirken KI-Kameraden oft eher wie austauschbare Ersatzfahrzeuge, in die ich nur einsteige, wenn mein eigener Panzer zerstört wird. Hier gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial. Aber Gunner Heat PC liefert trotzdem schon genau das, was es verspricht. Schnelle, intensive Panzergefechte mit beeindruckendem Realitätsgrad, ohne dabei unnötig kompliziert zu sein. Diese gelungene Mischung aus Simulation und Zugänglichkeit kommt bei den Spielern gut an. Die sehr positiven Bewertungen bei über 5000 Steam-Rezensionen spricht für sich. Für derzeit 25 € auf Steam ist das Spiel für Panzerfans definitiv eine klare Empfehlung. Falls ihr noch tiefere Einblicke ins Spiel haben wollt, schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Twitch-Kanälen der Hobbygeneral vorbei. Da steht Gunner Heat PC neben vielen anderen Wargames auch auf dem Programm. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.